Hallo Leute, heute zeige ich euch, wie ich mir einen Gimbal für Smartphones gebaut habe. Es besteht hauptsächlich aus Aluprofilen. Tatsächlich kann man mit einem Forstner-Bohrer Alu bohren. Damit es kompakter ist, versenke ich den Motor im Alurahmen. Ich habe das Schlangloch vergrößert, um die ganze Konstruktion genau ins Gleichgewicht zu bringen. Leider habe ich mich verrechnet und ich musste den Rahmen verlängern. Der eine Motor hat gewackelt, deswegen musste ich diese Achse mit einem Kugellager stützen. So, jetzt baue ich die ganze Konstruktion zusammen. Die Achse, die am Motor befestigt ist, habe ich aus einer dicken Schraube hergestellt. Die Schraube war leider 0,x mm zu klein, deswegen musste ich Teflonband benutzen. Das ist die Kugellagerhalterung. Sie klemmt das Lager einfach fest. Alles muss natürlich schön parallel sein. Das Blech, das ich auf die verlängerte Motorachse stecke, habe ich später umgebaut, so dass es sie einklemmt. Als Kabel für den Sensor nahm ich Kopfhörerkabel, weil man sie so schön oft biegen kann.
Sensor muss man am besten in die Mitte schieben, aber das habe ich dann später gemacht. Obwohl ich zweimal die gleiche Filamentfarbe gekauft habe, sind die Farben komplett unterschiedlich. Die Box habe ich also einfach lackiert. Damit sich das Gimbal in alle Richtungen drehen kann, ohne dass sein Kabel stört, habe ich den Motor um 180 Grad umgedreht und einen Griff befestigt. Für die, die das nachbauen wollen, lasse ich in der Beschreibung einen Link von einer englischen Webseite, die sehr gut erklärt, wie man die Platine verkabelt und programmiert. Der untere Motor war zu weit nach vorne positioniert, deshalb konnte dieser Motor nicht richtig stabilisieren. Er war einfach zu schwach. Zudem hat er noch gewackelt. Der Griff muss weiter nach hinten verschoben werden, damit das Ganze im Gleichgewicht bleibt. Der Griff soll mit Kugellager halten und der Motor wird mit einer Übersetzung das Gimbal drehen. Ich habe mir die Kugellagerhalterung und die Zahnräder selbst gedruckt. So ist es leider, wenn man die 3D-Modelle zu knapp zeichnet. Hatte ich den Zahnriemen mit Kabelbindern verbunden. Die Kabelbinder stießen aber an die Elektronikbox. Daher habe ich den Riemen einfach zusammengenäht. Auf das Programmieren gehe ich in diesem Video nicht ein, aber schaut in die Videobeschreibung, dort sind Links, die ihr vielleicht gut gebrauchen könnt. Das Gimbal würde wahrscheinlich perfekt funktionieren, wenn das Handy weiter nach hinten liegen würde. Zurzeit vibriert es mit jedem Schritt. Ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.